der Caravansalon 2022. Wir sind am Stand von Volkner. Letztes Jahr waren wir da. Da ist Simone. Das ist eins deiner Lieblingsautos. Davon hast du 3 zu Hause. Ein Ferrari. Ja, ein Ferrari. Ja, 3 Stück sind da, die ganze Generation der Volkners. Ich grüße dich ganz herzlich. G steht für Gerhard. Ja, hallo Gerhard. Ja. Du warst fleißig im Leben, hast wie viele Kinder? 2. Wir stehen ja alle beide. Ja, du bist ja? Ich bin der Leonhard Johann Volkner. Ja, was hast du gelernt? Ich mache momentan noch mein Abitur. Abitur. Und dann, ja, was ist so eine Aussicht? Dann steige ich wahrscheinlich in die Firma ein als Fahrzeugbauer. Okay, das ist ja ein Traum, dass der Sohn das will, oder? Ja, alle beide. Alle beide. Und du? Genau. Ich bin der Max Volkner, ja, und ich mache schon eine Ausbildung bei uns, habe auch Abitur gemacht und ich bin jetzt fast fertig, ja, und steige jetzt so richtig in den Betrieb ein. Ja, Träume auf Rädern, das kennt man nur aus Amerika. Ihr arbeitet bei einer Firma, wo der Papa wirklich alles kann. Man muss sagen, er hat wirklich von viel Ahnung. Ihr seid Vollblut-Handwerker. Das ist richtiges Handwerk. Was hast du gelernt damals? Ja, ich bin Karosserie- und Fahrzeugbauer. Fahrzeugbaue. Ja, Fahrzeugbauer. So. Ist das ein Beruf? Klär mich mal auf. Was lernt man da? Ist das eine Ausbildung IHK? Ja, ich muss ein bisschen zurückgreifen. Der ist irgendwann umgewandelt worden. Wir waren damals Stahlbauschlosser. Ich habe im großen Fahrzeugwerk gearbeitet und viel Stahlbau gemacht, also schwere Fahrzeuge, ja, so bis 100, 150 Tonnen Nutzlast. So, und dann hat man das umgeswitcht auf Karosserie und Fahrzeugbau, hat die Karosserien mit reingenommen. Ja. So, und das machen die beiden jetzt. Der Max ist jetzt fast fertig, geht dann direkt auf die Meisterschule und der Leo ist zeitversetzt 2 Jahre dahinter. Und die wollen es beide wirklich gerne machen. Ja, sehr schön. Die brennen dafür. Ja, werden heute mal ein bisschen was erzählen. Du bist so, ich sag mal, der Typ für die Fahrzeugelektronik, die drin ist. Ihr habt Bussysteme natürlich verbaut. Das Ganze muss programmiert werden mit allem drum und dran. Da wirst du uns heute mal eine Neuigkeit zeigen. Da hole ich dich gleich mal kurz mit dazu. Aber der Papa, muss man wirklich sagen, hat hier diesen Slide-Out oder ich sag mal diese PKW-Garage konstruiert. Wie lange ist das her? Die Mittelgarage. Ja, die haben wir 2006 vorgestellt. Und die hat sich brutal durchgesetzt, weil sie einfach vom Handling her eigentlich unschlagbar ist. Die hat so viele Vorteile, die man so auf den ersten Blick eigentlich nicht erkennen kann, habe ich schon mal erklärt. Tiefen Schwerpunkt, große Autos, man hat innen einen riesen Freiraum, kann große Gewichte hin und her. Und das ist übrigens zwar ein Ferrari, aber das ist ein ganz besonderer Ferrari, das ist ein LaFerrari. Ein LaFerrari? Ein LaFerrari, ja. Okay. Da gibt es nur 499 Stück von. Und ganz wenige nur in weiß und das ist halt einer davon. Ich besitze ja schon 3 davon, ne? Sie hat schon 3 davon. Ach so. Ja. Ich sag mal so, das ist ja jetzt ein extremes Fahrzeug. Ja. Oft hast du ja Kundenwünsche, ich sag mal, da ist ein Mini drunter. Der Kunde sagt, was er will, oder? Ja gut, wir steigen natürlich total auf die Kundenwünsche ein und sind da natürlich auch immer beratend tätig, weil der Kunde hat Vorstellungen und Wünsche, die wir versuchen zu realisieren und wir müssen natürlich auch mit unserer Technik übereinbringen. Ist das später das Fahrzeug, was da drin ist, oder ist das ein Beispiel jetzt? Das ist ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch ein Fahrzeug, die sind auch ein bisschen im Motorsport unterwegs. Also deshalb hat er auch eine sehr schöne Dachterrasse oben. Man kann einen Rennplatz beobachten, kann aber auch im Grünen damit sitzen. Die Kunden nutzen den auch für einen privaten Bereich, aber auch um Sportwagen zu fahren. Zum Beispiel zu Ausstellungen oder irgendwelchen Veranstaltungen von Ferrari oder Porsche. So, wir machen mal eins, wir gehen mal einen Schritt zurück bitte, Gerhard. Ja. Wenn du mal gerade noch mal dort hinten an den tollen Grauen gehst, den machen wir später mal. Und wir schauen uns erstmal das Gesamtbild ein bisschen an, um mal einen Überblick zu kriegen. Die Fahrzeuglänge hier, ist das hier das Maximale, das zulässig ist? Das ist das Maximale, was zulässig ist hier bei uns in Europa, das sind 12 Meter. Ja. Und wenn Fahrzeuge ins Ausland gehen, können die auch mal schnell auf 15 Meter gehen. Ja, die haben andere Bestimmungen. Die haben andere Bestimmungen. Ja. Ich weiß, dass Reisebusse, die dürfen länger sein, aber das hier ist ein LKW, ein Wohnmobil quasi. Ja, Sonder-Kfz-Wohnmobil nennt sich das, obwohl er aus Buskomponenten gefertigt ist. Aber von seiner Art wird er als LKW behandelt. So, wir werden das der Simone gleich mal kurz erklären. Du bist auch unsere Spezialistin für den Innenraum. Hier eine Besonderheit, eine große Dachterrasse. Das Ganze ist sehr professionell ausgeführt, dass man nicht abstürzen kann. Ich sag mal, was ist da der Wunsch? Ich sag mal, zuzuschauen auf einer Rennstrecke zum Beispiel. Ja, erstmal auf einer Rennstrecke zuzuschauen. Man kann natürlich wunderbar über den Rennplatz schauen und sehen, was da unten passiert. Ja, nun natürlich, wenn man damit im Urlaub ist, hat man auch einen wunderschönen Ausblick. Ja, das ist wirklich so. Das ist traumhaft da oben. Ja. Dann ist die so ausgelegt, wie du schon richtig sagst, natürlich professionell, da darf keiner runterfallen. Da muss man sich schon ein paar Gedanken zu machen. Und ist aber trotzdem schnell aufzubauen. Man kann alles einfach mit mehreren Handgriffen zusammenklappen. Und wie du siehst, sind oben auch Solarpaneele verbaut. Da nutzen wir natürlich auch die Sonnenenergie direkt mit.
Das ist wichtig, denn das Fahrzeug ist komplett autark, korrekt? Der Fahrzeug ist komplett autark, ja. Es sei denn, man lässt jetzt 24 Stunden lang Klimaanlagen laufen. Da müsste man einen Generator starten und natürlich dann auch Kraftstoff verbrauchen. So, und da ist der Ferrari. Der passt auch rein, kann man den reinfahren? Ja, natürlich kann man den rein. Darf ich das mal sehen? Ja, kann man machen. Ja, dann das Wichtigste bei der Tür ist, glaube ich, vorher die Tür zu schließen vom Ja, Ferrari. ich habe gehört, richtig die Tür zu schließen. Auf die Spiegel muss man auch aufpassen. Ich habe gestern erfahren, so ein Spiegel da kostet 18.000 €. Nochmal bitte. Und dieser Spiegel hier kostet 18.000 €. Den möchte ich nicht gerne kaputt machen. Carbon nehme ich an. Ja, sicher. Sehr schön. Ja, dann walte mal deines Amtes. Was ist denn zu tun, wenn ich hier reinfahren möchte? Ja, wir müssen jetzt die Türe natürlich schließen. Und es ist die normale Ladefunktion. Und wir heben den Performance jetzt an. Der hebt sich hydraulisch an und dann wird der Ferrari unten reingezogen. Bitte schön, Gerd. Ja, sag mal, hast du sowas schon mal gesehen? Nee, ich finde das Auto allein schon richtig beeindruckend, aber jetzt kommt ja noch der Caravan dazu. Wahnsinn. Sensationell. Also es ist wirklich so, eine ganze Familie ist hier wirklich tätig. Die Söhne sind tätig, der Vater ist tätig. Und ja, ruhig mal aufmachen bitte, dass wir das sehen können. Ich finde es auch toll, dass die 2 Söhne damit einsteigen, weil das ist ja auch nicht so häufig, dass die Kinder dann so Interesse an dem Unternehmen So haben. quasi selbstverständlich, die irgendwie Ja, da sind. Wir genau. zeigen das mal gerade. So, die Tür wird geschlossen. Warte kurz, ich will das filmen, den Sound des Schließens. Bitte einmal schließen. Oh, krass. Es ist so satt, der Sound, oder? Er ist schon ein Türchen, das stimmt. So, jetzt hat der Vater erzählt, auch die Spiegel müssen eingeklappt werden, oder? Der Innenspiegel muss eingeklappt werden, genau. Und den klappen wir auch ein. Den klappt jetzt auch ein. Ist denn da Stark. schon mal was passiert beim Einladen? Zum Glück noch nicht. Ja. Wir haben eben erfahren, der Spiegel kostet 18.000 €. Deine Frau ist gekommen, habe ich gehört. Ja, die ist gerade hier. Aber ich sehe sie gerade nicht. Nee, da ist Ich darf dich herzlich begrüßen. Du warst eben kurz nicht dabei bei der Anmoderation. Ein Jahr ist vergangen. Du siehst wunderbar aus. Oh, danke schön. Ich werde ja auch Tag und Nacht gepflegt. Muss man sagen, es ist der erste große Messetag heute, hier der Samstag. Weitere 10 Tage stehen uns bevor. Es gibt keine Begrenzung dieses Jahr. Ihr habt immer das Highlight der Messe und ihr habt ein ganz besonderes Jubiläum. Ja, dieses Jahr 25 Jahre Volkner auf dem Caravansalon. Genau, richtig. Und wir haben das optische Highlight hier, aber der Max hat auch ein Highlight, die Volkner UX. Okay. Die stellt er sicherlich gleich auch mal vor. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst, dein Name? Ja, Stefanie Volkner. Stefanie. Ja, ganz ehrlich, ja, du verkaufst Träume, die aber auch tatsächlich ausliefert. Das ist jetzt nicht nur so, das ist so, ihr baut wenige Fahrzeuge, bis zu 10 Fahrzeuge im Jahr, wie es ist, ja. Aber das ist so handwerklich, egal was die Leute sagen. Sie sagen, das ist so die Speerspitze des Machbaren im Fahrzeugbau. Wie gehst du damit um? Dass also wirklich die Leute da, ich sag mal, so begeistert sind, wenn die da irgendwas anderes sehen, sagen die nicht dauernd, ich hätte es gern wie beim Volkner so schön? Wir bemühen uns einfach, das Beste aus den Fahrzeugen herauszuholen, was möglich ist. Und wir freuen uns immer, wenn ein Kunde mit tollen Ideen kommt und tollen Wünschen, die wir dann umsetzen dürfen. Ja, was war das Ausgefallenste, was ihr jemals hattet? Wo du sagst, im Whirlpool habt ihr das mal gehabt? Whirlpool oben auf dem Dach, klar. Habt ihr gehabt? Ja, haben wir schon gehabt. Dann konnte man unten schön eine Kuppel sehen. Nett. Das gab es wirklich? Das war Ja, nein. Wir dürfen halt nur nicht alles zeigen. Okay, sehr schön. Erstmal vielen Dank dir. Gerne. Und das kommen wir später mal mit dazu. So, ihr habt es vorbereitet, Ja. Spiegel eingestoppt. Spiegel eingeklappt. Jetzt geht's los. Ist so eine Fernbedienung, wie läuft das? Ja, hierbei haben wir jetzt noch eine Handfernbedienung. Bei der Volkner UX läuft dann alles über das Tablet, da kommen wir aber später zu. Das ist so eine Bedienoberfläche, die ihr habt oder die denn da ist. Ja, wenn du mal so nett ist, starte mal, was ist zu tun? Du hast hier eine Fernbedienung, wie sieht die aus? Genau. Boah, ist das ein Ding. Ja, Das ist aus dem Fahrzeugbau. Handgefertigte Ja. Alu-Fernbedienung. Da hat man richtig was in der Hand. Die kann auch mal runterfallen. Ja. So, das ist Profitechnik. Genau. Jetzt müssen wir erstmal das Fahrzeug ein bisschen herabsenken, also den Ferrari, beziehungsweise unser Wohnmobil hochheben. So, kommt jetzt etwas tiefer. Genau. Wir haben ja hier jetzt eine Hypercar-Garage. Ja. Das heißt, wir haben wirklich alles gegeben, um noch längere Fahrzeuge hineinzubekommen. Und speziell für den LaFerrari haben wir jetzt nochmal die Spitze vorne im Wohnmobil ausgenommen, dass der auch wirklich komplett reinpasst. Länge von dem Fahrzeug? Was denkst du ungefähr? Wir haben auf jeden Fall eine Lademöglichkeit bis zu 4,75 Metern. So, das macht er mal eben so. Ist das ein Problem, wenn er jetzt hier auf der Stelle steht für den Fahrzeugbau? Problem. Nein, gar nicht. Ja, das macht er so mit. Nochmal, die Räder stehen jetzt in der Luft. Ja,
Das ganze Fahrzeug, die 18 Tonnen, bisschen drunter, sind jetzt komplett angehoben. Mit Leichtigkeit. Leichtigkeit. Das sind Stützen, die kommen wahrscheinlich aus dem Baumaschinenbereich, oder? Genau, aus dem Baumaschinen- und Industriebereich, da werden die häufig benutzt. Das ist ja das, was wir generell sehr gerne benutzen. Einfach sehr, sehr überdimensionierte Bauteile, wo man sicherstellt, dass es immer läuft. Dass es immer läuft. Das waren die ersten 21 Jahre vor den 25 Jahren Caravansalon, wo wir schwere Fahrzeuge gebaut haben, wo sehr, sehr viel Hydraulik und schwere Technologie verbaut war. Daher kommt auch die Erfahrung mit diesen ganzen schweren Fahrzeugen und diesen Steuerungen. Was mir eben aufgefallen ist, das ganze Fahrzeug stand auf den Hubstützen. Ja. Und das kann sogar auf einer einzigen stehen, hast du mir mal erzählt. Das ist kein Problem. Theoretisch würde der den ganzen heben, so stark. Die können 20 Tonnen nehmen pro Stütze. Ist natürlich rein statisch nicht möglich. Aber der kann auf 3 Stützen stehen. Das heißt, wir können den hochfahren und könnten dann irgendeine Stütze wegnehmen. Der bleibt trotzdem so stehen und verdreht sich nicht. So stabil ist der gebaut. Echt? Das haben wir aber auch schon mal gezeigt in dem Film. Kann man irgendwo im Internet auch sehen. Wieso musste man das jetzt so weit nach oben fahren? Das ist nur für diesen Ferrari, weil der Ferrari hat vorne noch so eine Spitze. Ja. Und die Spitze wird eingelassen vorne in der Karosserie, also in der Garage. Aber um da reinzukommen, müssen wir den so weit ausheben, um an der Hydraulik vorbeizukommen. Man könnte den normalerweise so reinfahren. Wenn er etwas kürzer wäre, könnte man den so einfach raus und reinfahren, ohne das Fahrzeug anzuheben. Das ist bei dem nicht so. Das ist aber je nachdem, was für Fahrzeuge da drin stehen. Ne? Sag mal, die Farbe ist phänomenal. Das habt ihr selbst lackiert? Ja, wir lackieren alles selber. Ja. Klar. Ja, wir haben, also das habe ich wirklich gelernt. Wir haben alle Gewerke bei uns im Haus. Das ist zwar manchmal Luxus und auch teuer, aber vom Endergebnis einfach am besten. Wenn man immer Zugriff hat und Einfluss nehmen kann. Ne? So, also das bedeutet, ihr lackiert selber, ihr macht alle Seitenwände selber. Alles an dem Fahrzeug habt ihr selber gebaut? Alles bei uns gebaut. Wir kaufen nur hier bei diesem Modell, und da muss man mal wissen, nur Achsen, Motor und Getriebe. Auch Chassis wird bei uns gefertigt. Das Chassis auch? Das Chassis wird komplett bei uns gebaut, weil das Chassis ist extrem stabil gebaut und verwindungsfrei. Man sieht ja, hier ist ja nichts drin, hier sind keine Längsträger drin. Das bedeutet, der muss die statischen Elemente an ganz anderen Stellen haben, weil der wiegt nun immerhin auch 18 Tonnen. Ne? Das ist ja unglaublich. Ja. Also komm, wir schauen uns das mal ganz kurz von der anderen Seite an, wie es jetzt rausfährt. Es ist unglaublich beeindruckend, wie die Leute das aufnehmen. Üblicherweise wird dann oft gerümpft, Millionen Auto mit allem drum dran, wer braucht das denn? Bei dir ist es so, sagen dir alles, das ist jetzt mal ein Beispiel für deutsche Fahrzeugbautechnik. Ja gut, das ist richtig, das hören wir natürlich auch immer wieder. Die Autos sind natürlich auch sehr teuer, aber die sind auch wahnsinnig aufwendig gebaut. So, hier kann man jetzt schön sehen, warum der so weit ausgehoben wird, weil der ist mit der Nase hier, der ist so lang, der ist mit der Nase da vorne verbaut. Ja. Aber um dann hier drunter wegzukriegen, Warte mal, du hast eine Einbuchtung gemacht. Ja, das ist eine Einbuchtung. Das ist speziell nur für dieses Auto gebaut. Der ist auf einen Millimeter angepasst. Ja, da sind noch 5 cm jetzt Luft, aber der ist genau für den angepasst, weil der ist sehr lang, dieser Ferrari. Jetzt mal eine Frage nochmal, Gerhard. Muss der angeschnallt werden, wenn er da steht? Ja, der muss angeschnallt werden. So, das ist, ich habe das letzte Mal ein Auto gesehen. Ja, wir haben die anderen Autos, die wir einpassen, können wir gleich bei den Minis sehen. Die haben einen Vermulden, die verriegeln automatisch. Aber bei so einem Auto, das liegt in der Preisklasse zwischen 3,5 und 4 Millionen, da darf kein Kratzer dran kommen. Deshalb machen wir den auch noch mal fest, dass er sich nicht hin und her bewegen kann. So, wenn du mal ganz kurz wartest, ich zeige mal gerade ein schönes Detail. Hier vorne sind die Puschen mit drin. Wir nehmen die mal ganz kurz weg. Dass wir mal sehen, dieses Fahrzeug hier wiegt jetzt wie viel? Das Fahrzeug wiegt 18 Tonnen. So, und das steht komplett auf den Stützen? Ja, aber das ist leicht. Ja. Der steht komplett auf den Stützen. Ja. Auf allen Rädern? Der ist überall in der Luft. Frei? Ja, klar. Das stellt auch kein Problem dar. Okay, das heißt, auch Radwechsel ist kein Thema? Nö. Radwechsel ist ja eine super Sache, vor allem wenn man Winterreifen, vor allen Dingen noch schöner ist, wenn man Ketten mal drauf machen muss. So, einfach hinten hoch und Kette drauf, fertig. So, wir fahren mal raus. So, dein Sohn, der kann ja schon richtig gut erklären. Ist ja fast Fernsehmoderator mittlerweile. Ja, man muss natürlich dazu sagen, meine Kinder sind in den Autos im Grunde groß geworden. Aber die sind jetzt auch in der Firma mit drin schon lange und der Max ist da sehr, sehr, sehr arrangiert drin. Toll. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist nicht so leicht zu kopieren, sowas. Denn der Aufwand, sowas zu fertigen, das ist unglaublich, oder? Ja, ich sag mal, wenn so eine Anlage hier läuft, sieht die vielleicht einfach aus. Aber der Teufel liegt hier wirklich im Detail. Weil da muss sich auch alles noch bewegen, wenn man auf Schotter steht oder ein Auto mal schief steht. Und vor allen Dingen, was nicht zu unterschätzen ist, das sind die ganzen Sicherheitsfunktionen, damit man mit der Hydraulik nichts falsch machen kann und fährt sein Auto irgendwo gegen. Ich könnte ja theoretisch den reinfahren, wenn der zu tief ist. Und so. Diese Sachen, die sind alle 3- und 4-fach verriegelt, dass das nicht passieren kann. Lichtschranken, was nimmst du? Ja, wir haben eine Sensorik drin, aber auch zusätzlich noch mechanische Schalter.
So, wir gehen mal ganz kurz rein, ein bisschen vorsichtig. Wenn du mal gerade so nett bist, das Fahrzeug nochmal anhebst, kannst du das nochmal machen? Denn es gibt eine coole Funktion, das hast du mir mal gezeigt. Man kann hier zum Beispiel auch nicht nur ein Auto draufstellen, man kann auch eine Sitzgarnitur drauf machen. Ja, das können wir uns hier bei dem Auto, da ist einer aufgebaut, da können wir uns das angucken. Können wir später machen. Wir gehen mal ganz kurz runter, dass wir das mal sehen. Und hier siehst du, wir stehen jetzt quasi, hier ist der Hallenboden, oder? Das ist der Hallenboden, ja. Das ist gut, Marc. Ist okay. So, und jetzt? Also wir können jetzt noch höher heben, aber wir können hier bequem drin stehen. Und wir nutzen die Garage im Sommer auch als Raum, sag ich mal. Wir sitzen abends hier drin und trinken ein Bierchen oder ein Wein. Oder wenn es mal regnet. Oder wenn es mal regnet. Das ist ja alles voll beheizt hier. Ne? Und man hat vor allen Dingen, das Schöne ist, wenn man hier drin sitzt, man hat keinen Zug, weil hier alles zu ist ringsherum. Ja. Ne? Ja. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das hier ist was hier, was wir gerade sehen? Das sind die elektrischen Linearantriebe, um die Klappe aufzufahren. So, und damit die Klappe auf und zu geht. Ja. Du hast eine Scherheizung hier drin, das sieht man hier, das ist ein kleines Kraftwerk wie zu Hause, oder? Ja, wir beschäftigen uns schon sehr lange, habe ich schon mal erzählt, mit dieser Scherheizung. Und die war am Anfang nicht so optimal, aber die ist mittlerweile, die Jungs, die sind wirklich gut. Die haben hart dran gearbeitet, die ist perfekt. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen, die ist speziell für uns gemacht. Also wir haben ganz andere Technologie da drin, als wie man die sonst normalerweise kauft. Weil sonst würden wir nicht verbauen können in unseren Fahrzeugen. Und dann ist die auch in dem neuen System mit eingebunden, das zeigen wir euch aber gleich. So, ich zeige mal gerade hier vorne, das ist zum Beispiel ein Beispiel für die Verrohrung, die da ist. Ihr habt Kupfer verlegt, viele machen Kunststoff rein. Ja gut, ich sag mal, bei der Heizungsanlage sollte man schon Kupfer nehmen. Ne? Und dann alles mit Pressnippeln und halb Zoll, 3/4 Zoll Verschraubung und solchen Dingen. Alles ist so gemacht, dass du im Servicefall gut rankommst. Und das ist hier mit der Garage natürlich ein Traum. Ja, das ist genau so. Wir haben also alles so gebaut, dass man überall dran kann, an sämtliche Pumpen oder Ventile, dass da keine Riesenaktion ist. Man muss ein halbes Auto auseinanderbauen. Hier auch die Kompressoren für die Slider, Kraftstofffilter für die Heizungen. Und hier ist zum Beispiel ein Solarregler, den kann man mit da oben mit einer Schraube kann man den abmachen, kann den an die Seite legen, damit man da hinten dran kommt. Also ist alles sehr praktikabel gemacht. Sag mal, wenn du so ein Fahrzeug planst, du hast jetzt Erfahrung, du kannst da zurückgreifen, jedes Auto ist ja ein bisschen anders. Ist das im Kopf oder habt ihr CAD-Zeichnungen oder entsteht das komplett am Rechner, das Fahrzeug? Ja, ich war einer der ersten, die überhaupt angefangen haben mit CAD, da war 1984. Ja. Und dann habe ich dann direkt, als die 3D-Zeichnung rauskam, das war so Anfang der 90er Jahre, haben wir angefangen auf 3D zu konstruieren. Wir haben jetzt alles 3D und schon lange. Und wir haben natürlich auch alle Maschinen damit verknüpft. Das heißt, wenn ich hier Bauteile, hier kann man schön ein Detail zum Beispiel sehen, das ist ein Stück von einem tragenden Element. Ja. Diese Teile werden bei uns komplett gefertigt. Die laufen über eine Laseranlage, werden ausgeschnitten direkt für die Auspuffanlagen und so. Das kann man auch nur, wenn man dann im 3D zeichnet, wenn man die Teile einbaut, weil dann ist das eigentlich 1:1. Das ist mörderisch viel Arbeit, aber wenn es dann einmal steht, hat man hinterher meistens nur noch kleine Veränderungen. Und dann passt es halt eben auch, passt genau. Genau, dann passt es auch, ja. Also was man hier sieht, das hier sind auch Heizungsrohre, das was du eben gesagt hast, ist beheizt, oder? Ja. Das sind im Grunde genommen die Überlaufrohre, aber das ist auch alles Kernware. Aber machst du denn eigentlich noch speziell was am Auto oder planst du das noch so? Ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich als Chef jetzt ganz andere Aufgaben, oder? Nein. Du hast wirklich Nein. mit dem Ich habe Fahrzeug als Chef natürlich jede Menge andere Aufgaben. Ich bin auch im Betrieb. Ich schweiße auch und kante und bediene Maschinen zwischendurch. Aber meine Hauptaufgabe ist eigentlich die Konstruktion und Entwicklung. Ja. Okay, das heißt also, der Kunde kommt zu dir. Bist du zusammen mit dem Kunden in der Entwicklung? Das heißt, du gehst das mit ihm durch, oder? Die Entwicklung nicht. Wir sagen, passt auf Leute, wir haben diese Geschichten neu, herausragend oder nicht, oder ist altbekannt. Die werden auch nicht verändert, aber die ganze Innenausstattung und das Design vom Fahrzeug, die kann der Kunde komplett freigestalten. So, ich zeig mal gerade, das ist der Ferrari, wie er jetzt hier drin ist. Ja. Und im Moment rausgefahren. Und wenn du rausschaust, das ist einmalig. Du hast erzählt, der Schwerpunkt dieses Fahrzeuges, da gibt es kein Wanken, kein Schaukeln, der ist so tief. Das ist natürlich so, das sind Buskomponenten. Der ist vom Fahrwerk selber her schon ganz anders ausgelegt. Der hat 4 Luftfederbälge, die sind ganz außen angelegt. Der hat eine Einzelradaufhängung, das hat keinen LKW. Also das ist schon ein Fahren, das ist wie mit einer Sänfte. Ne? Der Motor ist hinten, du hörst der ihn hat nicht. einen Heckmotor, man hört den Heckmotor nicht. Das Auto steht in der Mitte drin und zieht nicht hinten am Heck oder zerrt hin und her. Das Problem kennen wir ja von den LKWs. Wir bauen ja die HG-Baureihe, wo die PKWs hinten drin sind. Das ist einfach ein anderes Fahrverhalten. Da muss man dann für sich entscheiden, was man will. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus. Zeigen das mal ganz kurz, dass wir das mal sehen. Denn die Besonderheit hier ist der Aufbau auch aller lackierten Teile. Das ist Fahrzeugbautechnik. Ist das GFK, was man sieht? Das sind Aluminiumteile. Alu. Diese Teile werden bei uns auf einer Laseranlage gebrannt mit den ganzen Ausnehmungen für Lampen und alles. Und diese Kanten hier,
Dann werden die profiliert auf einer großen Abkantpresse. Das ist auch eine CNC-gesteuerte Nochmal, Abkantpresse. das ist Alu. Das ist Aluminium, ja. Das ist eigentlich fast unzerstörbar. Kein hier, GFK? Nein, das ist Aluminium. So, und das hier ist GFK. Okay. Warum? Hier ist es so, wenn ich hier Aluminium nehmen würde, dann würde erstmal heizt sich Aluminium brutal auf für den Innenraum. Und dann hätte ich hier Übergänge auf Profile und immer Korrosion. Das haben wir die ersten 20 Jahre gemacht. Das hat sich aber als schlecht herausgestellt. So Blühen, meinst du, diese Alublühen? Ja, das Aluminium ist immer problematisch. Auch wenn man mal eine Beule drin hat und so. Deshalb, man kann ja keinen Korrosionsschutz richtig machen. Deshalb haben wir die Karosserien seit über 20 Jahren in GFK. Aber diese Teile, die können, wenn die geschweißt sind, können die bearbeitet werden. Die kommen in so ein großes Bad und werden dann elektrolytisch bearbeitet. Das heißt, die ganzen Lunker und so kommen raus und dann werden die lackiert und gewachst. Das heißt, das ist eine ganz andere Qualität. Hier kommt man auch immer dran, falls mal irgendwas passieren sollte. Aber seitdem die in so einem Bad sind, blühen die gar nicht mehr. So, und das hier sind geschweißte Kanten. Diese Kanten, die werden extra aufgesetzt und werden geschweißt und dann verputzt und dann natürlich lackiert. Ich glaube nicht, da kann man nichts sehen. Das ist makellos. Ja. Makellos. Komm, wir gehen mal kurz noch. Es wäre das aus einem Stück gemacht. Ja. Hinten ist der Motor. Du hast mir erzählt, wenn man den Motor hört, ist er kaputt. Vorne. Ja, das stimmt. Dann ist das nicht in Ordnung. So, wir senken das Fahrzeug nochmal ab, dass es da ist. Denn das ist der Motor, ein Heckmotor, wie man das kennt bei Reisebussen. Das ist so, die Kühlung, wie ist das realisiert? Das ist zu. Das ist so, die haben hier, man kann das hier sehen, ist ja im Grunde wie beim Reisebus. Hier ist die Luftansaugung. Die ist bewusst hier rausgelegt, damit der kühle Luft ansaugt und nicht die eigene Motorluft. Hier ist die Ansaugung für die Kühler, also für die Hauptmaschinenkühler. Und der zieht die Luft hier rein, schiebt die über den Motor drüber und dann hier über diese Schlitze raus und hinten auf der anderen Seite über diese Bluetech-Anlage raus. Der hat ja hier noch eine Nachbearbeitung bzw. Partikelfilter drin und die erhitzen sich. Und die ganze Kühlung geht komplett darüber und führt die warme Luft nach außen. So, das ist der Slideout. Er hat 2 Slideouts? Nee, das ist ein Wallout. Ein Wallout? Über die ganze, fast die ganze Fahrzeugbreite, oder? Das heißt also, der hat einen Wallout. Warte, ich gehe mal Geht kurz dran hin. bei uns, der geht über die ganze Fahrzeuglänge. Das ist auch wieder ein Resultat von dem Chassis, weil müssen wir auch, wenn wir normale LKWs aufbauen, müssen wir diese Wände als statische Elemente nutzen. Weil die Träger von dem LKW sind in der Mitte. Und bei dem ist das anders. Der hat die ganzen Elemente außen sitzen. Deshalb können wir hier überall Löcher reinschneiden. Guck mal, der hat hier ein Riesenloch, das ist über 10 Meter lang. Und auf der anderen Seite hat er ein Loch von 5 Meter für den PKW. Das kann man nicht machen mit einem LKW-Chassis. Unglaublich. Die Farbe ist sehr dezent, orange. Ja, das ist kaum zu sehen. Ne? Da haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten. Er hat gemeint, ja, wer hat denn gesagt, dass alle Wohnmobile weiß sein müssen? Ne? Ja, genau. Also, wer hat gesagt, dass Wohnmobile weiß sein müssen? Das ist auch Aufheizen, ist ja oft so Argumentation für Leute, die weiße Wohnmobile bauen, die sagen, das ist in der Sonne viel besser. Ja, die haben aber einfach nicht genug Isolation. Nein, wir bauen ja alle möglichen Farben und das mit dem Aufheizen, wenn die vernünftig isoliert sind, dann kommt das eigentlich nicht zum Tragen. Das ist natürlich Kundenwunsch, die sind auch im Rennsport ein bisschen unterwegs, das ist eine Teamfarbe und deshalb ist der halt so. Letztes Jahr habt ihr ja gesehen, war eine ganz andere Farbe. Das ist immer Kundenwunsch. Was ganz krank ist, wenn die Farbe passt, explodieren die Videos in den Aufrufen. Da hast du einen grauen mal, weißt du, dann sagen die Leute, das kennen wir schon. Ja, genau. Ja, das ist gleiche Auto. Ja, aber der ist schon auffällig. Ne? So, sehr schön. Komm, wir gehen mal kurz mal nochmal nach vorne. Vielleicht fällt mir noch was auf, was ich im letzten Jahr nicht gesehen habe. Also erstmal Hut ab, Gerhard. Das ist wieder mal für 25 Jahre Volkner ein ganz, ganz tolles Beispiel deutscher Fahrzeuggeschichte, ganz ehrlich. Und da oben, wenn ich da die Veranda sehe, die werden wir gleich mal gucken, hier hast du eine Besonderheit, du hast eine Markise komplett freistehend. Ja, das haben wir immer. Haben wir schon ewig. Ja. So, dann hast du auch noch hier vorne noch einen Sichtschutz, den kannst du runterfahren. Das heißt, du hast eine Markise quasi. Ja, das ist so ein elektrischer Volant, sagt man dazu. Das haben wir aber auch schon ewig. Ja, okay, verstehe ich. Also wir haben immer schon die Markisen eingebaut gehabt, elektrisch. Und wir haben diesen Volant elektrisch oder zum Einziehen von Hand. Oder wir haben Markisen gehabt, die sich vorne absenken, die nach vorne so runterfahren. So, das ist der Performance S. Das ist der Performance S. Es ist nicht zu sehen, was jetzt drunter verbaut ist. Das ist auch gar nicht wichtig, oder? Oder doch? Der hat einen Volvo drunter. Ja. Und der Linie bleiben wir auch treu, weil der für uns im Grunde das beste Chassis ist, für dieses Produkt zu fertigen.
Unglaublich. So, die Busspiegel elektronisch gibt es mittlerweile, wäre kein Problem für dich, oder? Nee, haben wir auch schon verbaut, aber die sind auch mit ein paar Problemen behaftet. Und da muss man wirklich wissen, man muss auch mal damit gefahren sein. Und vor allen Dingen muss man wissen, dass diese großen Spiegel, die man draußen hat, dann als Bildschirme innen sitzen. Ja. Das ist auch nicht so schön. Also für mich ist er noch nicht ausgereift. Wir haben jetzt 2, 3 Stück damit gebaut. Aber das ist Kundenwunsch. Ja. Das ist Kundenwunsch. Ich favorisiere zum Teil jetzt noch die, weil Probleme sind, Wetter, nasses Wetter, in Tunnel reinfahren, so Taupunkt kommt, auf einmal alles weg. Im Spiegel hat man wenigstens noch Schemen, aber das ist da ganz schwer. Komm, wir gehen mal kurz nach vorne, dass wir das einmal gerade sehen. Hier vorne ist die Frontmaske. Da erkennt man einen Volkner, auch da. Ich sag mal, die Lampen hast du jetzt nicht selber gebaut. Nein. Die Lampen haben wir nicht selber gebaut. Da bedienen wir uns natürlich der Lampen, die auf dem Markt verfügbar sind. Wir legen irgendwann eine Lampe fest, fertig. So, das ist Ihr habt doch jetzt bestimmt schon so eine richtige Fanbase, oder wenn ihr seit 25 Jahren auch so euren Sachen treu bleibt. Ja, da sind wir ein bisschen stolz drauf. Wir haben in den ganzen 25 Jahren, die wir auf dem Markt sind, haben wir 2 Leute gehabt, die sind von Volkner-Mobil abgesprungen. Das hatte aber nicht, das hatte persönliche Gründe und keine Gründe vom Fahrzeug. Alle anderen haben den noch oder haben schon mittlerweile den 5. Welche Kunden sind es denn? Also kann man das sagen, sind es wirklich Sport? Rennen? Eigentlich Privatleute. Meistens sind Unternehmer, die mittlerweile auch schon in Rente sind. Die haben sich schon noch mal einen gegönnt zum Rentenalter. Ne? Die haben dafür hart gearbeitet. Also es sind jetzt nicht so die Leute, wo die vielleicht denken, hey, der hat das vom Papa geerbt, sondern so, es sind meistens auch Selfmade-Leute, oder? Also die meisten, es gibt natürlich auch welche, die vom Papa geerbt haben, aber die sind aber auch gut in den Betrieben drin. Aber die meisten haben wirklich, und da muss ich wirklich sagen, da kann man einen Hut vorziehen, das habe ich nicht geschafft. Die haben Unternehmen aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts heraus. Also da muss man wirklich sagen, das ist da muss man echt Hochachtung vor haben. Und die kaufen sich dann oder gönnen sich so Fahrzeuge, haben auch einen riesen Spaß damit. Haben meist die Verantwortung für im Prinzip 200, 300 Leute darunter, Familien und so weiter. Auch bis 5000 Leute. Aber das sind wahrscheinlich auch die trotzdem bescheiden geblieben sind, oder? Ja, muss man wirklich sagen. Also würde man so nicht erkennen, Leute wie du und ich, kann man ganz normal mitreden. Also viele meinen immer, ja, die Reichen und so. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Ganz ehrlich, ich habe ja auch 3 Ferraris in der Garage. Und, ja, eben. Aber die gönnen wir dir da auch, oder nicht? Ja, natürlich. Sag mal, nein, aber die Leute bewegen ja auch was. Sag mal, ganz kurze Frage. Hier vorne ist so eine kleine Luke. Was kann die? Die Luke? Hier hinter sitzt Kraftstofftank. Ja. Und die kann man also aufmachen und man kann komplett die ganze Frontmaske rausziehen. Da sitzt die Klimatechnik hinter, Generatortechnik, so dass man überall vernünftig auch dran kann. Die Frontscheibe, die ist speziell für dich gemacht? Das ist unsere Frontscheibe, ja. Wenn die mal reißt, ich bin jetzt in Portugal, wie geht ihr da vor? Ja, dann entweder schicken wir die eine oder wir kommen da runter. Wir sind auch schon nach Amerika geflogen, haben Scheiben eingebaut. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben früher, die waren nicht eingeklebt, die waren in Gummis gesetzt und da hatten wir schon mal häufiger Probleme, dass Scheiben reißen. Seitdem die eingeklebt werden, das ist jetzt so 4, 5 Jahre, ist noch nie eine kaputt gegangen, noch nie. Okay. Außer ist ein Steinschlag drin. Steinschlag, aber die reißt ja nicht direkt. Nein, die reißt nicht. Weil die Spannung weg ist, oder? Genau. Verstehe. Und früher war das so, bei uns bei den Scheiben ist ein kleines Problem, wenn die hier um die Ecke gehen. Dadurch kann man natürlich super rausschauen. Ja. Aber wenn man die dann im Gummi sitzen hat und das Fahrzeug bewegt sich, dann schieben die Scheiben auf die Ecken. So, schieben die auf die Ecken. Und dann gibt es Spannungsrisse. Okay. Oder wenn einer die Hydraulik unsachgemäß bedient. So, und das macht die nicht, die stabilisiert sogar noch die Front. Und diese Autos sind nach der eingeklebten Scheibe noch ruhiger geworden. So, innen drin, du hast mich das letzte Mal überrascht, Burmester war drin. Ich glaube, das Soundsystem hat so viel gekostet wie Morello. Das waren 300.000 €, ja, war schon ganz schön gewaltig. Aber das Ergebnis war, ich habe also ehrlich gesagt noch nie so ein Klangerlebnis gehabt, noch nie. Ist unglaublich. Man muss auch dazu sagen, es waren alleine 100.000 € der Einbau. Ja. Das ist so aufwendig einzubauen, damit nichts scheppert und damit die Belüftung gewährleistet ist. Und. Also war schon doll. Also sowas machen wir natürlich gerne, so Sachen. Das machbare Technische wird gezeigt. Das ist ja vielleicht ganz wichtig. Komm, wir gehen nochmal rein. Jetzt will ich gerade mal schauen. Ich komme mal gerade hier rum. Der Gerhard wird uns ins Fahrzeug begleiten. Magst du mal als allererstes mal reingehen? Wenn ich darf. Denn dann können wir nämlich gleich die Aufbautür mal beschreiben. Gerhard, bleib ruhig mal hier. Simone, steige ein. Ja. Pushen. So, und jetzt kommt was ganz Besonderes. Ich ziehe mir mal die Schuhe aus. Ja. Passt. Ja, alles gut, alles gut. So, und jetzt diese Tür hier. Ich feiere dich so sehr dafür. Ja. Aus welchem Material ist die? Die ist auch aus Aluminium gefertigt. Komplett? Komplett, ja. Hier der Unterteil, Oberteil.
So, da ist ein BKS-Schloss mit drin. Das heißt, Ja, 2 Stück. die ist so sicher wie eine Tür zu Hause, korrekt? Wir haben, ja, sicher, klar. Die ist fast nicht aufzubekommen. Das haben schon ein paar versucht, ist aber nicht gelungen. Ist nicht gelungen. Das ist die einzige Tür, oder? Das ist die einzige Tür, ja. Es gibt hier diese, die gibt es mechanisch, die werden gerne genommen, gibt es aber auch elektrisch, mit 5-fach-Verriegelung, mit den schweren Bolzen. So, aber die hier, da kann nichts kaputt gehen, die geht auf und zu. Ja. So, das ist Doppelschließung. so. Doppelschließung. Das sind jetzt alles Kundenwünsche, die kann der Kunde frei bestimmen. Das heißt also, zum Beispiel der Stoff hier ist jetzt Mikrofaser drin. Genau, das ist Kundenwunsch. Das ist ein ganz spezielles Auto, werden wir sehen, wenn wir jetzt reinkommen. Ja. Der ist komplett schwarz an der Seite foliert. Das ist auch zulässig. Das heißt, beim Bus. Das ist zulässig, ja. Aber das ist jetzt Kundenwunsch auch. Also wir haben ja, hier ist unser klassischer Dekor drauf, auf dem Perfection da. Ja. Und hier ist halt eben der schwarze Streifen, auch mit diesem Aalstrich hier. Das ist übrigens Edelstahl poliert. Edelstahl Ja, ist Edelstahl poliert. Echt? Ja. Den haben wir bei unserer Verleseranlage gebrannt. Da kann man mal gucken, das ist Wahnsinn. Keine Folie. Nee, Edelstahlfolie. Ja, poliert. die kommt, ich bestelle die so. Warte mal, ich kann hier reingucken. Guck mal. Wie ein Spiegel. Da bin ich, wie ein Spiegel. Ja. So, und dann wird der bei uns, kommt der auf der Maschine, wird der gebrannt und dann wird der hier aufgeklebt. So, jetzt geht's weiter. Das sieht aus wie Eiche. Das ist Eiche, ja. Eiche. Da sind so Intarsien drin, damit du nicht abrutschst. Ja, wie sind Ja, die da das sind reingefräst? die sind reingefräst, ja. Und die Ja. werden dann eingelegt, damit man nicht abrutscht, damit das auch immer ein bisschen griffig bleibt. Ne? So, dann habt ihr das Ganze hier beledert. Auch das macht ihr natürlich bei euch, oder? Wir haben eine eigene Polsterei, ja. Eigene Hier Polsterei. kann man zum Beispiel alles zufahren, Ach, damit du nicht abstürzt, oder? ja, damit man nachher gescheit sitzen kann. Was aber auch super ist, wenn man so ein Auto belädt, zum Beispiel bei uns jetzt so, meine Frau ist drin und ich räume die ganzen Sachen hier drauf und sie nimmt die einfach weg. Ist super bequem. Ist übrigens auch warm Wasser beheizt, ne? Bitte was? Die ist auch warm Wasser beheizt. Warm Wasser beheizt. Ja. Damit Hier die Füße- die Stufen auch. Ja. Die Stufen auch. So, jetzt hast du über Licht hast du hier reingemacht. Auch hier die Lichtsteuerung, da darf ja nichts flackern. Es gibt Leute, die sind empfindlich dagegen, das flackert genau. nicht, oder? Ja, das ist auch nicht so einfach, das so hinzukriegen, dass es nicht flackert. Weil in der Kamera siehst du alles bei mir. Hier flackert ja. nichts. Nein, die flackern nicht. Also, hier vorne, wir gehen mal kurz rein. Hallo, herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause. Auf dem Thron sitze ich. Auf dem Thron sitzt du. Das hier ist ein toller Sitz für Beifahrer, oder? Ist auch von uns. Den Sitz hast du gebaut. Ja, den Sitz bauen wir auch, ja. Du hast Also wir bedienen uns eines Herstellers nur, aber des Rahmens. Des Rahmens. Und die Bedienung ist von uns. Und auch die hier, wir haben zusätzlich noch eine Option, dass wir können diese Fußteile ausfahren. Ja. Das wird auch bei uns so produziert. Und der wird bei uns in der Polsterei so überzogen. Genau wie alles andere hier auch. Was total krasses ist, jetzt sind ja noch Luken offen hier ohne Ende. Ja. Die Fenster, die dämmen so stark den Schall, Ja. dass wir uns jetzt hier im Flüstern unterhalten können. Ja, wenn wir die zumachen, ist Ruhe. Hört man nichts mehr. Hörst du gar nichts mehr. Nein. Das ist ja auch wichtig, neben der Rennstrecke, wenn du mal schlafen willst, du hast 24-Stunden-Rennen. Ja. Das ist so. Dann hier vorne das mit der Wildlederoptik, da musst du ja auch stilsicher sein mit dem Orange, weil das ist ja doch eine Herausforderung, oder? Muss man wollen. Aber ihr werdet sehen, das Orange hier das wiederholt sich überall. Ja. Und hier der Boden zum Beispiel und so, das sind natürlich alles, das ist noch im Farbenspiel. Wir werden jetzt mal durchgehen, dann könnt ihr sehen, das Farbenspiel wird noch schlimmer, beziehungsweise wilder. Und das ist wirklich, ich habe zuerst gedacht, boah, da muss man aber wirklich, aber wenn man den so im Gesamten sieht, finde ich den toll. Es ist ein Gesamtensemble, so kann man es Genau, sagen. man muss das als Gesamtes sehen. So. Hier auch zum Beispiel, der hat überhaupt keine Sitzecke. Warte mal ganz kurz, ich zeig Ja. mal, wo wir gerade hier sind, gerade noch das Cockpit, dann gehen wir gleich mal rüber. Ja. Das ist auch orange. Ist auch orange. Wagen, ist original Wagenfarbe. Auch hier die beiden Teile sind in Wagenfarbe. Die habt ihr so Die lackiert. Nähte sind drauf ab, die haben wir so lackiert. Ja, die werden auch bei unserer Verleseranlage gebrannt. Komplett. Die Teile hier. Und dann werden die, das Armaturenbrett bauen wir auch. Ne? Das ist also jetzt, die anderen bedienen sich ja eines Actros oder sonstiges, machen wir auch bei den LKWs. Aber der hat nichts, außer dem Lenkrad. Wenn wir den kriegen. Assistenzsysteme, die funktionieren alle? Ja, der hat er auch, ja. Hier vorne ist noch was Beledertes. Abstandsregelung. Was ist da drin? Das ist ein Handschuhfach. Ein Handschuhfach. Ist auch ein tatsächlich benutztes Handschuhfach, wie man sieht. Sag mal, der Volvo. Ja. Ich kenne nur so Volvo-Motoren, BM, 12 Liter und so. Was hat der? Das ist ein das ist ein B11 hier. Ein B11. Ja, B11. Okay, also die Profis Früher kennen war der das. B12, also Genau. wir haben auch B13 gehabt. Gibt es doch jetzt wieder im LKW Ja, ja. und das ist ein B11. So, und das ist das neue Bedienoberfeld. Da Nein, kann dann, der hat das noch nicht. der hat das noch nicht. Nee, aber Da kommt das. bei den beiden kann man das sehen. Zeigen wir das. Okay, super. Ja, das Thema Soundsysteme, wie man unklar erkennen kann, ist sogar im Fahrerhausbereich. Habt ihr das Ja. alles abgestimmt? Haben wir abgestimmt, ja. Der hat jetzt eine ganz andere Stereoanlage drin. Er wollte die Lautsprecherboxen sehen, so klassisch wie früher.
Und ist auch eine andere Anlage drin, ist keine Burmester-Anlage, aber vom Soundsystem her auch sehr, sehr gut. Könntest du die Klimaanlage mal bitte anschauen? Du hast das noch beim letzten Mal da. Oder ist es mit dem Wechselrichter? Sag mal so lieb. Ist das Fahrzeug jetzt von einem Kunden oder ist es einfach... Ja, okay. Der ist so speziell, der ist vom Kunden gebaut. Ah ja. Genau, so. Das heißt, das ist noch das alte Bedienpanel und das neue. Da hast du zu mir gesagt, das zieht dir die Schuhe aus. Das ist so viel besser geworden, oder? Ja. Einfacher, aber das hier ist auch nicht schlecht. Da muss ich mal eben den Max fragen, ob der die draußen drin hat. Wir müssen einen Augenblick warten, dann schalten wir die Klimaanlage. Alles klar, können wir machen. So, hat der hinten eine Sperre? Ja, der hat Sperren, ja. Der hat Sperren. Kann man zugeschaltet werden hier, da. Der hat aber auch ASR. Was ist ASR? ASR ist automatische Luftregulierung. Das heißt dass also, er nicht durchdreht dann. Genau. Aber ich kann auch Vollsperre, 100% Sperre reinschalten. Also wenn mal eine Wiese kommt oder? Ja. Was der natürlich hatte, ist auch hier Luftfederung heben, senken, ist klar. Wenn ich mal irgendwo durch einen Tunnel oder auf eine Fähre muss, kann ich den hier 20 cm hochfahren. Aber was ganz interessant ist, und da muss man sich wirklich mal anhören, man muss doch mal weiterdenken, ist hier diese Funktion, das nennt man hier, das ist die sogenannte Kneeling-Funktion. Die nutzen wir dafür, du musst dir vorstellen, du hast den Warlord jetzt draußen und es regnet. Ja. Und wir haben Dichtungen an dem Warlord und die werden evakuiert, das heißt, es entsteht ein Spalt zwischen Dach und Warlord, kann Wasser reinlaufen. Theoretisch nicht, weil dahinter sitzen nur Lamellen, aber wenn da so viel Wasser drauf steht, wenn ein Auto mal so gestehen haben, da sind 100 Liter oder 200 Liter Wasser drauf, kann passieren, laufen die rein. So, und dann gehen wir her und sagen Kneeling, dann passiert Folgendes, dann senkt er sich ab auf dieser Seite und schiebt sich auf der anderen Seite mit der Luftfederung hoch, dass das Auto so schräg steht, dass das Wasser ablaufen kann. Und dann ziehen wir den Warlord ein, dann ist er vollkommen trocken. Das sind so praktisch Scheibenwischergummis, oder die das dann nochmal... Ja, aber eigentlich durch die Schräge des Fahrzeugs. Das Fahrzeug läuft das senkt auch. sich so zur Seite, dann läuft das Wasser natürlich an die Seite runter und nicht in den Innenraum rein. Wie im Prinzip beim Stadtbus so ein bisschen, wenn die Genau, anhalten. so. Ja, nur die gehen auf die Seite, damit genau das ist das Gleiche. kannst, Genau. ja. Wir gehen auf die andere Seite, damit wir das Wasser runterkriegen und den Warlord trocken reinkriegen. Bitte mach mal die Klimaanlage an, Gerhard, Ja, weil sonst machen macht wir. gleich die Kamera aus. Geh durch. Ich gehe durch, will das machen. Komm, wir gehen mal ganz kurz durch, werden das mal vorenthalten. Und Simone geht mal durch, ich folge euch unauffällig. Geh ruhig mal vor. So. Und damit wir das mal ganz kurz sehen, denn... Ja, hier ist eine Barversion und das ist hier mal eine ganz andere Sache. Das ist eine riesige Liegewiese. Das ist ja krass. Ja. Das ist super bequem zu liegen. Gerhard, wir müssen die Klimaanlage Ja. anmachen. Das hilft nichts. Ich muss den Max holen, der ist gerade nicht verfügbar. Ah, super, okay. Also ein bisschen geht noch. Ich stelle mich mal gerade hier hin, dann zeige ich das mal gerade. Die Liegewiese, die lässt sich kuscheln wie zu Hause. Das heißt, ich kann zum Beispiel Netflix gucken und so weiter. Geh ruhig mal drauf, dass wir da mal... Wow. Ist das gut? Ja, man sinkt richtig rein, ja. Und ist trotzdem fest, oder? Ja. Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet. Dass so Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Gerhard, der ist toll, der hier. Was? So, Klimaanlage läuft an. Warte. Schon mal gut. Darf ich heute Mittag mal zum Powernap vorbeikommen? Aber das ist wirklich der Hammer, aber das ist noch nicht zu Ende. Ja. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn man jetzt hier, die brauchen wir auch ein bisschen runterkühlen. Wenn man hier den Warlord eingefahren hat, kann man hier dieses Teil hochstellen, so, Ja. und kann in Fahrtrichtung mit zwei Mann hier mit Gurten bequem sitzen. Das ist eingebaut. Das ist eingebaut. Mit Hier dran. Gurtbock, mit Gurt, mit allem Zip und Zap. Ja. Ist Wahnsinn, ne? Aber ist so. Das habe ich mir immer gewünscht, weißt du, hier zu liegen quasi wie zu Hause. Als der Kunde das beschrieben hat, hast du gesagt, mach mal. Ja, ist ja wieder der gleiche Fall. Der Kunde kommt und sagt, hör mal, ich habe die und die Vorstellung. Habe ich gesagt, du bist verrückt, aber mache ich dir. So, dann habe ich gesagt, wo willst du denn frühstücken? Ja, machen wir hier eine Bar hin. Oh, ich habe schon gedacht, die Bar, wie willst du die denn da hinkriegen? Was ist das denn? Gerhard, ganz kurz der Fernseher, zeig uns den mal bitte. Fernseher, okay. Der ist nämlich gar nicht schlecht, glaube ich. Und das sieht aus wie irgendwie 60 Zoll, 50 Zoll, sowas. Ja. Nee, 60 Zoll ist noch nicht. Nee, ein 50er bestimmt. Ja, genau. Toll. Und das Ganze natürlich wieder in Eiche ausgeführt. Ja, Ist das hier Eiche? das ist Eiche. Das ist Eiche. So, Auch die hier, da ist, ist so eine grobe Eiche jetzt. ja, die ist hell. Dann die Lautsprecher hier, das ist, bei dir klappert nichts. Das ist, glaube ich, Klappern dürfen die nicht. Ne? das ist ein Reklamationsgrund, oder? Ja, So, und irgendwas da ist. kann ich auch selber nicht vertragen. Ja, das sind so Center-Lautsprecher. Das, Also du hast den letzten gesehen, da war alles harmonisch in die Möbel eingebaut. Der Kunde wollte halt einfach bewusst so haben. ja. Dann gehen wir her und machen das. Auch die Halterung und so, das wird alles bei uns gebaut. Ne? Auch die Boxen hier werden bei uns gebaut. Und lackiert. Wie viele fahren denn noch von den Volkners Alle. hier gebaut? Alle. 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 Vom ersten an alle.
Aber die fahren alle. Alle. Der älteste ist jetzt, kriegt jetzt ein H-Kennzeichen. Hast du jemals einen zugekauft, wo du sagst, das war der erste? Ja, ich habe einer der ersten Volvos, ich habe 2 Volvos zusammengebaut, da waren meine ersten Volvos. Den ersten habe ich zurückgekauft und den fährt jetzt der Max, der ist 24 Jahre alt. Ja. Der steht bei uns in der Ausstellungshalle, der sieht aus wie ein Neufahrzeug. Kann man sich nicht vorstellen. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ja. Darf ich mal ganz kurz, das ist ja auch Eiche. Ja. Da hat der Kunde ja definiert, was er gerne hätte, oder? Da hat er gesagt, so eine grobe Eiche? Alles Kundenwunsch. Wenn du mal gerade mit dem Fingernagel mal so drüber fährst und mir mal gerade mal beschreibst. Das ist einfach grob strukturiert. Ja. Ist das schön, oder? Es sind Wellen drin, aber es ist grob strukturiert. Einfach, ja. So, dann hier vorne Schaltertechnik. Hast du analog noch? Das sind die Schalter, klar kann man alles schalten, aber der lässt sich auch, der hat Lichtsteuerung vorne und Paneele. Okay, verstehe. Das heißt, ich kann also alles auf Knopfdruck hinten vom Bett aus kann ich ausschalten. Vom Bett aus und von da. So, Bar, da warst du eben dran und hast gesagt, ich hätte gerne eine Bar. Ja, er hatte gesagt, ich hätte gerne eine Bar. Und ich habe schon wieder Schweißperlen auf die Stirn gehabt, weil ich nicht wusste, wo baue ich sie hin. Aber ich denke mal, gut, man muss natürlich ein paar Kompromisse machen. Die Küchen sind nicht so groß wie im 12er sonst, aber mehr als ausreichend, denke ich. So, und hier, das ist leider jetzt nicht dran. Der hat hier noch so eine Ablage, die kann man rumlegen, dann wird der Tisch so groß. Ja. Die kriegt er jetzt nach der Messe rein. Die wollte ich bei der Messe nicht drauf haben, weil ich gedacht habe, nehmen wir zu viel Platz weg. Der ist jetzt wann fertig geworden? Jetzt gerade? Der ist schon unterwegs gewesen. Ja, der war schon in Frankreich und in Oschersleben auf einer Rennstrecke war der schon. Und sag mal, wenn man ein Haus baut, muss man das ja, ich sag mal, einwohnen früher. Ja. Also das war ja nass drin und so weiter. Muss man hier irgendwas einwohnen? Ja, muss man auch. Also das ist aber nicht einwohnen, sondern man muss sich vorstellen, das Fahrzeug ist ja ein komplexer Technikapparat, wo unheimlich viele Systeme ineinander fahren. Wir testen die bis zum geht nicht mehr und bis zum Abglühen im Werk. Aber wenn so ein Auto unterwegs ist das immer anders, wenn so ein Auto mal ins Fahren kommt. Das heißt also, die kriegen die Maßgabe, die müssen 300 Kilometer bei uns im Kreis rumfahren, 2 Nächte übernachten, man muss die Toilette benutzen und Dusche benutzen. Das machen wir natürlich im Werk nicht. So, und dann wird das Auto fein abgestimmt. So, dieser Prozess geht 2-3 Mal und dann vergessen, fahren. Beispiel, was kann da passieren? Es kann immer mal was passieren. Was haben wir denn gehabt? Weiß ich mal, letztes war auch so eine ganz simple Sache. Aber es kann immer mal irgendwas sein. Irgendwas vergessen oder wird eine Schraube irgendwo reingehen. Das passiert einfach. So, und dann sagen wir, okay, wir stimmen das Auto ab und dann laufen die. Simone, setz dich mal bitte neben den Gerd. Man darf niemals so ein Auto rausfahren lassen, und ohne, dass er irgendwie mal in der Praxis getestet worden ist. Was auch total genial ist, hier unten ist was zum Füße abstellen. Also es ist eine Einbuchtung, dass man hier mit den Knien nicht dran knallt. Ja. Das nervt mich nämlich immer bei uns zu Hause. Wir haben auch so eine Theke. Und da musst du nur sprechen mit deiner Mutter. Der Volkner kann dir da helfen. Ja, zu Hause. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei einem Punkt. Da hat sie nämlich vollkommen recht. Es ist sonst unbequem zu sitzen, wenn die Platte hier gerade runtergeht. So ist das total bequem. Man kommt mit den Knien nicht dran, man kann die Füße abstellen. Aber das hat zur Folge, dahinter ist noch weniger Platz. Ja. Und dahinter, da liegen die ganzen Kabelschlepps, um die ganzen Versorgungsleitungen mit hin und her zu nehmen. Das waren die Schweißperlen? Das waren die Schweißperlen. Okay. Weil da sind so Kabelstränge. Man muss sich vorstellen, die ganze Versorgung für Wasser, Abwasser, für Heizung, Elektrik, Elektronik, das läuft ja alles hin und her mit dem Baulauf. Ich darf mal kurz beschreiben, die Klimaanlage, die hörst du nur ein ganz leises Brummen. Ja. Du hast eine zentrale die fährt aber gleich runter, dann hörst du sie gar nicht mehr. Du hörst sie gar nicht mehr? Nein, die fährt jetzt auf Temperatur und dann pustet die so ein bisschen nach. Und das hier ist ja so, wenn jemand zugempfindlich ist, du hast überall Luftauslässe, das heißt, die Kaltluft muss ja von oben. Die kommt von oben, ja, muss auch. Also wir haben 2 Systeme. Wir haben einmal dieses System und wir haben einmal ein System, da sieht man die Schlitze überhaupt nicht. Da kommt das hier oben aus dem Schlitz einfach nur raus. Das sind 2 verschiedene Möbelsysteme, ja. Ich darf mal hier reinschauen. Ist hier ein Schrank drunter? Oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Pushlocks. So, da ist jetzt ein Drucker drin, ein Router drin. Ja. Da ist die Heizung drin, der Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt, nehme ich an. Ja, muss ja. Das muss ja. So. Dann können wir vielleicht dann mal die Fenster zumachen, dass wir mal diesen Schall können wir machen. Können wir gerne machen, ja. Also im Moment ist noch eine kleine Atmosphäre hier drin von den Leuten, die draußen sind. Ja, deshalb. Was soll ich machen? Zumachen? Ja, bitte mach mal zu. Das war einfach mal. Einfach ziehen. Fenster Echtglas, selbstverständlich, oder? Ja, ist ein richtiges Fenster, kannst du dran ziehen. Das ist ein richtiges Fenster, kannst du dran ziehen, hat er gesagt. Boah, ist das krass! Ich kenne es so, dass man es ganz nach oben machen muss und dann... Ja. Das ist so krass, der Unterschied. Du hörst jetzt gar nichts mehr. Ja, pass auf, jetzt. Ja. Außer die Klimaanlage noch ein bisschen? Ja, das ist kein Problem. Sag mal, der Schall, der ist so trocken hier drin. Das ist so perfekt, die Akustik. Wenn du irgendwie, ich sag mal, audiophil bist. Ja. Es ist gut? Ja.
Der Wohnraumteppich, der bringt natürlich auch noch einiges. Ich zeig mal deine Strümpfe. Du nimmst das ja sehr ernst. Der Teppich, die ganze Farbabstimmung, ich finde es echt gelungen. Also ich finde das Orange mit dem purpurfarbenen Teppich, mit allem drum und dran, es ist sehr, sehr frisch, oder? Weil wir damit einfach dokumentieren wollen, deshalb haben wir so ein Fahrzeug auch mit hier hingebracht, dass wir wirklich genau das bauen, was der Kunde haben will. Aber wir sollten vielleicht mal durchgehen dahin, da sieht man, dann wird es noch ein bisschen frischer dahin. Gerne. Ich muss ganz kurz noch an der Küche, wenn Leute mich jetzt, ich zeige noch mal ganz kurz die Küche, haben wir die abgefrühstückt. Natürlich eine Siebträgermaschine, der Kaffee schmeckt ja auch gut. Ja, das sind natürlich Kundensachen, die stellen sie sich so dahin. Induktion. Die Leistung hier des Batteriesystems? Der hat Batteriesystem, der hat 25 kW. Auf wen, ich sag mal, wenn du jetzt entsprechende Sachen einbaust, was ist so ganz lieb von dir verwendet? Also wir bauen seit 25 Jahren eigentlich Victron ein. Wir haben vorher Mastervolt verbaut, wir bauen aber jetzt beide Systeme ein, weil sie sind beide gut. Und wir müssen auch dem Kundenwunsch ein bisschen nachgeben. Es gibt eigentlich nur in dem Bereich Victron oder Mastervolt, weil anders braucht man nicht von Victron, ich habe ihn gestern kennengelernt, ein Hammer-Typ, oder? Ja. Das ist mal, die Qualität ist gut? Qualität super, ja. Das ist natürlich so, wo sich viele von blenden lassen, die Mastervolt-Geräte sehen optisch besser aus, wie die Victron, aber die sind vom Gerät her, sind die beide super top. Weil da gibt es eigentlich... Der eine kann hier ein bisschen mehr, der andere kann da ein bisschen mehr. Sind weltweit zu Hause Victron und Mastervolt? Ja, klar. Das heißt, die sind zu Hause hier in der Nähe. Nein, aber ich krieg Service, zum Beispiel in Amerika, das geht. Ja, natürlich, klar. Okay, so ist das. Hier vorne hast du was eingelassen. Das ist eine Spüle hinter. Ja, ich finde das cool, das gleiche Material. Ja. Gewicht, was wiegt das Fahrzeug? Also der geht gut an der 18 Tonnen ran, ja. Weil der ist natürlich auch maximal ausgestattet, auch durch die Dachgalerie oben und so. Spülmaschine? Spülmaschine. Mhm. Toll. Weißt du, an wen ich da denken muss? An die vom Sternchen. Ich weiß gar nicht mehr den Namen, wo unbedingt eine Waschmaschine Ich weiß, ja genau. So, dann hier oben, was ist das hier? Das ist eine Mikrowelle? Ja, das ist ein Backofen. Also Backofen. Mit Grill und so. Mit Grill. Okay, das stellt auch das System nicht vor irgendwelche Probleme, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich sag mal, Leistung hast du hier satt, oder? Ja. Stromgenerator ist drin? Der hat einen Generator, ja, aber den brauchst du ja nicht dafür. Brauchst du nicht. So. Ist auch noch was als Getränkekühler, ne? Darf auch nicht fehlen. So, Weinkühler ist drin von Dometic, sowas gibt es nämlich. Hier ist der Kühlschrank. Also der ist jetzt gut, ja. Der ist jetzt gut. Oh, toll. Das heißt ein Auszug, Chips und Co. Ja, alles dabei. Ne? So, ihr habt das natürlich ein bisschen modifiziert für die Messe. Dann Kühlschrank darf ich einmal kurz sehen, dass wir das auch haben. Dann die Leute... So, das ist jetzt die Transportsicherung, korrekt? Ja. So, hier ist Kühlschrank ist mit drin, wie zu Hause. Das ist ein Haushaltskühlschrank, oder? Das ist ein normaler Siemens, ja. Das macht dem nichts. Das heißt, die Vibrationen und Erschütterungen, die sind ganz gering hier bei dem Bus. Durch die Luftfederung, nehme ich an, oder? Ja, aber wir bauen die auch eine Jagdtrosse ein, wo ein bisschen rauer zugeht. Also wir bauen die schon. Also ich habe die vor über 20 Jahren schon eingebaut. Haben alle gesagt, der Vogel ist verrückt, den musst du hinstellen, tagelang stehen lassen. Das ist alles Blödsinn. Die laufen perfekt. Reinstellen, vergessen. So, hier ist eine Tür, eine Abtrenntür. Ja, den kann man zumachen. Also man kann den ganzen Bad zumachen. Bad ist auch eigenwillig. Aber ist mal was anderes. Bad ist auch. Gut, oder? Bad ist auch eigenwillig. Aber ich zeig mal, du kannst hier mit 2 Personen. Das ist der absolute Oberhammer. Oder? Ja. Man kann jetzt rauf. Er wollte das so haben. Ich wollte erst eine Treppe. Wir haben auch Treppen, die kann man hier, die liegen ganz flach an. Die kann man so rausschwenken. Aber er wollte die Leiter haben. Hat gesagt, wenn wir am Rennplatz sind, stellen wir das dahin, fertig. Gut. So, hier kann man dann zumachen als Dusche. Auch da durfte auch nur halb hoch sein, war also auf Kundenwunsch alles. Ja, passt auf, wenn das so haben will. Genau. Ist so. Das heißt, du hättest vielleicht anders gemacht, der Kunde hat so gewollt. Nein, nee, das kann man nicht sagen. Ich hätte anders gemacht. Das ist ein eigener Stil. Ja. Das sieht man ja auch in der Farbkombination. Ich finde den total sensationell. Das habe ich Auto mitgebracht. Ja. Aber es gibt natürlich Leute, wie immer, 50% sagen, boah, ist total genial. 50% sagen, würde ich mir nie kaufen. Ja. Also das ist einfach so. Aber bei jedem Auto. Ne? Ja, stimmt. Aber man muss ja auch mal zeigen, was geht. Also ich weiß, so, deshalb. Ein Porsche-Händler zum Beispiel in Trier, der hat ganz seltsame Farben da. Wir sind ja im Porsche-Haus, also quasi ist unsere Firma, ja. Und der bestellt sich Orange, der hat Purpur. Der hat mir erzählt, wenn du das Ding nicht auf dem Hof hast, der Kunde kauft das keiner. Aber wenn es da steht, direkt verkauft. Will ich haben. Ja, genau so ist das. Das ist echt so. Das Grün mit dem Orange, Hut ab, das ist so gut, oder? Das ist und mit dem Boden dazu oder nicht? Ja, ich finde das total klasse. Dann das Waschbecken, erzähl mal, was ist das? Das ist ein Mineralwerkstoff. Also es ist kein echter Stein, das ist ein Mineralwerkstoff. Ja, habt ihr selber gemacht? Ähnelt so ein bisschen, nein, das haben wir nicht selber gemacht. Das haben wir gekauft. Okay.
Ist aber gut, das ist quasi ein Ding wie zu Hause, oder? Ja, ja, das ist ein Waschbecken, kann man eigentlich überall, wer ordentliche Waschbecken hat, kann man das bestellen. Ist natürlich brutal schwer, hätte ich Decke? nicht gedacht. Was ist da verwendet? Decke ist nur tapeziert und gestrichen, ganz schlicht, ganz einfach. Okay, verstehe. So, jetzt Highlight machen wir gleich, Ja. denn was ist denn das für ein Klo? Ja, das ist auch ein besonderes Klo, das ist mit Popomat. Mit Popomat, Ja. der spült Der spült, hat spritzt. verschiedene Spülprogramme, hat eine beheizte Brille, und beleuchtet ist er auch. beleuchtet ist auch, damit man im Dunkeln auch ein Loch da unten trifft. Also ist schon ein hochwertiges Teil, ist eine Hackau-Toilette. Okay. So, das heißt Und mit fast aus allen Autos jetzt dran. der Schifffahrtstechnik, oder? Ja, Eigentlich. ja, ja. Oh Gott. Ja, eigentlich ist es Haushaltstechnik. Ablauf ist zentral, du brauchst noch einen, das ist so geformt, dass immer abläuft, oder? Ja. Gut, okay. Das ist wichtig auch. Tankvolumen, Frischwasser, was hast du? Der hat hier so um die 800 Liter. Der geht aber hoch bis 1200 Liter, der Performance S. Da Diesel? kommt drauf an, Kraftstoff von 350 bis 600 Liter. Wie der Kunde will. Wie der Kunde will, ja. Da muss er natürlich, man muss immer eins dazu sagen, man kann nicht 600 Liter und 28 Stauräume haben. Also da muss man irgendwo muss der Raum sein. Man muss sagen, entweder will ich jetzt 600 Liter Wasser oder Abwasser oder 1000 Liter Sprit. Und das kommt dann wieder auf den Verwendungsfall an. Und deshalb sagen wir, was machst du mit dem Auto? Und dann stimmen wir den ab. Okay, verstehe. So, wenn jetzt einer alle 3 Minuten an der Tankstelle vorbeifährt, dann braucht er keine 800 Liter Sprit. Sag mal, Gerhard, ist das hier ein Zwei-Personen-Auto? Ist ein 2-Personen-Auto, ja. Ja, doch. Schlafen schon mal vorne ein paar Leute mit, aber eigentlich ist er für 2 Personen. Okay, Ja. dafür, das war ja nur die Frage. Ja, ja. Geh mal bitte durch, Simone. Denn das Bett ist ein französisches Bett, ist ein Queensbett, so was wir hier haben. Und King Size, du kannst komplett drum rumgehen, das ist ziemlich cool. Das ist im Grunde wie zu Hause. Ja, Runde wie zu Hause. Ja, Moment, dann tauschen wir gerade. So. Ja, ich hätte ja fast gesagt, willkommen zu Hause, aber den Spruch hat ein anderer. Der, So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt bin ich gespannt. nein, der Slide-Out. Ah, die Klimaanlage, okay. So, jetzt fahren wir nämlich hier die Klimaanlage. Also ich kann von hier aus, das ist bei dem Fahrzeug so drin, ich kann von hier aus das ganze Fahrzeug bedienen, auch mit Lichtsteuerung. Okay. Ich kann die Klimaanlagen bedienen, deshalb habe ich das gerade gemacht. Ich habe es jetzt mal angemacht. Und bei den ganz aktuellen Modellen ist die neue Steuerung drin, die wird euch der Max eben erklären. Die ist Wahnsinn. So, das Bett, das kann fliegen oder was ist hier besonders? Ja, das Bett ist schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Es ist 1,80 Meter breit, mal 2 Meter lang. Ja, man schläft wie zu Hause. Ja. Hubstützen nivellieren das Fahrzeug automatisch. Der hat vollautomatische Nivellierung, ja. So, Nivellierung. Soundsystem ist hier komplett eingebaut. Das ist integriert so ein bisschen hier, auch für die. schön. Hier haben wir nochmal so Center-Lautsprecher. Ist hier noch Schau? Ja. Lautsprecher eingebaut. Ja. Dann haben wir hier und auch den gleichen Flat drin wie vorne. Warte, ich zeig mal gerade hier hin. Das sind alles Push-Locks hier. Die du Ja, nee, das sind keine Push-Locks. Das Keine sind Push-to-Open, nennen sich. Push to Open. So, und das Ganze hast du noch mal hier vorne, sieht man sehr schön mit Dichtungen abgeklebt, dass auch ja nichts klappert, das Ganze dicht ist. Das merkt man auch, wenn man die randrückt. Dann sind hier so Luftpolsterdichtungen Ja. hinter. Deshalb muss man die auch ein bisschen fester andrücken, damit die Ja. nicht rappeln. Gut, das heißt, im normalen Betrieb kann man sie auch auflassen und wenn ich dann fahre, drücke ich sie ran. Dann. Ja. Ja. So, jetzt hast du hier einen Riesenspiegel, ist im Schlafzimmer nicht jedermanns Freund, aber Nein, kriegt auch nicht jeder. Manche haben nur einen, manche zwei, manche gar keinen. Das ist völlig. dahinter sind Kleiderschränke, oder? Da sind Kleiderschränke, ja, da kann man auch jemanden drin verstecken. Die sind schon. Nicht, dass du mich da heute Abend reinstellst, gell? Das ist brutal. Nicht, dass du mich heute Abend da hast du das echt gesagt gerade. Und da sind Echt ja auch nicht überall, nervt? da sind ja auch überall Schränke drin. Also wir waren mit 2 Kindern unterwegs und wir haben es eigentlich Oh nie ja, geschafft, da weil da passt kannst du wirklich wirklich jemanden. Ist ja wie der Kunde will. Also Ja, dass genau. der hat jetzt unten noch Fächer hier mit drin. Ja, da unten sind noch Schubladen drin. Ne? Das heißt, man kann bei euch eigentlich auch jedes Holz haben? Oder sagt ihr, nee, wir verarbeiten nur Eiche oder das oder jenes? Nein. Jedes Holz. Also ganz ehrlich, es ist am Anfang, wie du sagst, ein bisschen wild, Ja. aber es passt alles zusammen. Ist harmonisch, ne? Absolut. Also ich bin... Und glaub mir, dieses Reisemobil, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, das wird in die Annalen der Weltgeschichte von Ja. German Television eingehen. Der orangefarbene mit dem Ferrari. Den Genau. Preis von mir? Der liegt etwa so bei 2 Mio. Und der Ferrari? Ja, die werden gerne zwischen 3,5 und 4,5. Also so das Ensemble um die 5. Ja. Wahnsinn, da kostet das kleine Auto Eher mehr. Du merkst, ich habe nicht gesagt Millionen, ich sage um die 5. Eher mehr. Eher mehr, ja. Euro. Eher mehr. Okay. So, jetzt ist hier noch ein Fernseher drin, sei mal so nett.
Auch den brauchst du normalerweise nicht, weil du stehst ja hier auf der Rennstrecke, schaust dir raus, kannst den 24-Stunden-Cup sehen und wenn du dann doch mal Netflix gucken willst oder irgendwas anderes, dann... Wenn das Rennen dann doch mal zu langweilig wird. Dann fährt das hier raus. Ja. Und ich zeige euch auch gleich mal im Anschluss diesen gigantischen Spiegel, weil wir können uns jetzt das erste Mal komplett drin sehen. Übrigens heute bitte einschalten, 14 Uhr bei der ARD, beim WDR. Ich bin das erste Mal live auf Sendung mit dem WDR. Ja, und das ist für uns ja Premiere. Ich habe schon richtig Bammel. Super. Ehrlich? Ja, klar, finde ich toll. Ja, die Kollegen, wir haben da gedreht auf der Messe. Ja. War ganz nett. Also da muss ich auch sagen, du machst auch sehr informative Sachen. Wirklich, das ist so schon schön. Aber ganz ehrlich, das hier hat so die Qualität wie, ich sag mal, der Louvre in Paris, ganz ehrlich. Ja gut, der eine macht das, der andere macht das. Alle haben ihre Berechtigung. Ist halt Technik. Weißt du, wie? Hier ist viel Technik. Hast gesehen, 92% Männer gucken das hier. Ja. Kannst du das verstehen? Ja, klar. Aber ich versuche jetzt, das macht mich erst nachdenklich. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Frauen auch noch rüberbringe. Er hatte dich Dafür gewonnen. bin ich dabei. Hat er Dass dich ich dumme gewonnen? Fragen stelle, bitte? Ob er dich gewonnen hat? Ja, Okay. sowieso. Du bist Handballerin. Du spielst in welchem Verein? Kennt keiner. Kennt keiner. Sag. TuSpo Obernburg. Okay. Und du wohnst ungefähr in welchem Bundesland wohnst du? Bayern? Bayern. Sehr schön. Dann darfst du... Im Dreiländereck eigentlich. Hessen, Baden-Württemberg, Bayern. So Der ist das. Ecke. So, du bist sportlich, darauf will ich hinaus. Geh mal bitte hoch die Treppe. Denn, Wusste ich's doch. Wusste ich's doch, hast du gesagt. Denn das ist wirklich, das ist was ganz Besonderes. Habe ich noch nie gesehen bei dir. Ja, ich sag mal so, wir haben das vor Jahren schon gebaut auf Sattelauflieger, auch für den Rennsport. Ja. Aber wir wollten das jetzt hier auf dem haben, aber ist kein Problem. So, das ist eine handelsübliche Treppe, die habt ihr modifiziert? Oder? Wir haben ja modifiziert, dass sie da oben nicht ausklinken kann. Ne? So, ich gehe mal kurz hier oben drauf, Ja. dass wir das mal gerade sehen. Hier hast du Absturzsicherung natürlich mit drauf. Das Ganze kann ich sogar. Das ist hochinteressant. So, wir sind jetzt auf dem Dach drauf. Hier unten ist die Messe. Ich zeige es mal gerade. Die sehen aus wie Ameisen. Hallo und herzlich willkommen. Da sind noch die Kollegen. Und guck dir das mal an. Das hier, das sind wahrscheinlich die Klimageräte am Dach, oder? Das sind die Klimageräte. Die produzieren wir übrigens auch selber. Die macht ihr selber. Ja, ja. So, Das ist eine Eigenentwicklung. Ja. So, Solar. Da vorne siehst du die DAB Plus Antenne. Ja. Dann hast du, das ist auch wichtig, die Antenne hat einen Hammerempfang, die ihr da habt, ja, weil es gibt viele Reisemobile, haben schlechten Radioempfang. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir auch jahrelang mit gekämpft, aber jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo man sagen kann, ist okay. So, da vorne ist noch Auslass. Was ist das hier von der Heizung? Hier sind Heizungsauslässe, da hinten ist eine Belüftung. Also das ist so, wenn wir mit einer Heizungsanlage, muss man sich mal überlegen, wenn man mit einer Heizungsanlage durch das Auto geht, hat man ja eine gewisse Erhitzung da drin. Ja. Und die kompensieren wir wieder. Siehst du da diesen kleinen Kasten? Ja. Da sitzt ein Ventilator drin, da sitzen die Heizungen in dem Schacht und die werden noch extra belüftet, damit die nicht die Hitze abstrahlen innen drin. Und das ist auch wieder so ein kleines Detail, was das Auto sehr aufwendig macht zu produzieren. Ne? So, erstmal, das hier ist der höchste Punkt auf der ganzen Messe, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das Fahrzeug... Ich denke ja. Sowas habe ich noch nie und ich bin jetzt seit im 3. Jahr hier, ja. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Wenn du dich mal gerade hinten reinsetzt, sei mal so nett, dass wir ein schönes Schussfoto haben. Das ist Simone Zöller. Sie sitzt in einem Regiestuhl auf dem Dach eines Volkner Performance S. Und hier ist Gerhard Volkner. Dein Team ist wie groß? Wir sind zurzeit so 35, hätten gerne mehr, aber es ist schwierig im So, Augenblick. dann sag mal an. Du suchst männlich, weiblich, divers. Was können... Ja, ich suche männlich, weiblich, ich suche natürlich hauptsächlich Fahrzeugbauer, Ja. aber wir nehmen auch Polsterer, Elektriker, Lackierer, alles quer durch. Gute Handwerker. Gute Handwerker. Wenn jemand zum Beispiel Metall kann, Da ist zum Beispiel genau der Punkt, wir haben auch Leute, die aus dem Metall kommen, machen jetzt Holz und umgekehrt. so, das heißt, ihr lernt die zum Allrounder. Kein Problem. So, wenn ihr das seht, dann zum Beispiel der Kunde sagt, ich hätte gerne noch eine Solaranlage an der Seite, dann wird die Aufgabe gestellt, ihr müsst eine Lösung finden. Was machst du denn jetzt hier, zum Beispiel wie hier? Genau, dann kommt die konstruktive Seite, da bin ich meistens beschäftigt oder mein Sohn mittlerweile. Das kann man so kaufen, die Solarzelle hier. Die kann man so kaufen, aber wir haben die natürlich so verbaut. Das ist direkt, man kann das ganze Gelände einfach runterlegen, der muss auch schnell wieder fahrbar sein. So, und dann dienen die auch noch als Solarzellen, wenn sie senkrecht nach oben stehen, also wenn sie waagerecht stehen. So wie die. Jetzt mal eine Frage, jetzt ist hier natürlich drauf jetzt ein Teppich, der liegt auch normal drauf. Nein, der ist jetzt nur für die Messe drauf. ist für die Messe. Da ist so ein Belag drauf, Ja. der ist rutschfest. Das ist im Grunde genommen so ein Acryl, wo so Kies eingestreut ist. Aber die haben mittlerweile, die waren auch schon am Rennplatz damit, legen aber auch einen Teppich drauf. Wie war denn so die Resonanz am Rennplatz bei dem Fahrzeug? Ja, will ich haben. Will ich haben, ist klar. Ja.
So, und ich nehme mal an, ihr habt hier das Poster montiert, da seid ihr mal kurz hier auf das Auto und dann haben wir gedacht, komm, ist ja hoch genug. Nee, Ja, genau, machen wir mal eben dran, ja. ist viel Aufwand. 25 Jahre Messe bedeutet immer wieder viel Action, oder? Ja, Wahnsinn. Jedes Jahr gleich. Dieses Jahr war für uns wieder knapp, seit langem mal wieder, weil wir haben da hinten ein Auto sehr, sehr knapp fertig bekommen. Der sollte eigentlich gar nicht hier hin, aber haben wir dann doch noch geschafft, der letzte da hinten. Ja, und hier kann man so ein bisschen Chronologie sehen. So, Ja, zeig mal. So sahen sie 97 aus. 2022 und ich denke mal in die Richtung, der wird nicht so aussehen, aber in die Richtung wird es gehen in den nächsten Jahren. 2047, du bist Ja. jetzt 45 Jahre alt, das heißt... Ja, 45 Jahre war ich vor 20 Jahren oder 21. Meinst du, du kannst irgendwann mal aufhören? Oder? Ja, nee, will ich auch gar nicht. Ich will eigentlich dann irgendwann in einer Firma sterben, dann war gut. Aber es macht mir riesen Spaß, ganz ehrlich jetzt. Und ich bin immer noch voll dabei und solange es geht, mache ich das. Aber ich halte nicht fest, ich gebe unheimlich viel ab, werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben. Der Max und der Leo, die sind so mit drin, die brennen auch dafür. Und die machen mir so einen Spaß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil die nehmen und saugen alles auf und entwickeln auch weiter. Dass ich manchmal sage, hör mal, warum bist du denn eigentlich nicht darauf gekommen? Ist eine andere Generation. Gehen in eine andere Richtung. Technologie, Elektronik, werdet ihr gleich noch sehen. Das ist auch ganz wichtig. Wichtig Ja. ist absolute Zuverlässigkeit bei euren Mitarbeitern. Das heißt, die müssen, jeder hat sein eigenes Gewerk, jeder ist selbstverantwortlich, mehr oder weniger. Wer macht die Endkontrolle? Ja gut, die Endkontrolle geht natürlich durch unsere Hände, also Familie Volkner, sage ich mal. Aber wir haben natürlich auch Meister im Betrieb, die auch die Endkontrolle mit abdecken. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, es sind immer Teams und die müssen wirklich Spezialisten sein. Und die müssen über den Tellerrand hinausdenken. Es kann nicht sein, ein Sanitärmann, der muss auch wissen, was passiert elektrisch dahinter. Der kann nicht nur sein Rohr da reinmachen. So, wir sind durch. Der Performance S. Dein Fazit mal wieder, Simone. Hat das gut gemacht, der Gerd? Ja, absolut, absolut. Also die Farben wären vielleicht jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, aber hat er ja gesagt, das ist Kundenwunsch. Ist Sondern deine Farbe wären? Grün und braun. Grün und braun. Haben wir auch noch nie gehabt. Habt ihr auch noch nie gehabt. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch mal zusammensetzen. So, wenn ich Interesse habe. Wenn ich das genügende Kleingeld habe, dann. Ja, ja. Du bist ein nahbarer Typ, muss Ja. ich sagen. Also wenn jemand jetzt Interesse hat, ich meine, wir haben jetzt erfahren, was kostet. Wo fängt es denn an beim Performance S? Ja, der Performance S fängt an so bei 950.000. Ja, und ungefähr ein schöner Ja, muss man schon immer rechnen mit 1,3, 1,5. 1,315. So, da ist aber die Garage unten schon mit drin. Ja, da ist die Garage mit drin, da ist ein Warlock mit drin, also das ist schon ein ordentliches Auto. Der hier ist natürlich wieder, der hat big, Sonder. Dann geht er doch schnell mal hoch. Gut, ist ja nicht schlecht für so eine Messe, 25 Jahre, Volkner. Nee, ist nicht schlecht. So ist das. So, vielen Dank fürs Wir Einschalten. sind hartnäckig. Wir sind hartnäckig. 25 Jahre Volkner und ja, wenn ihr Lust habt, so davon ein bisschen mehr zu sehen, kannst du mir mal einen Gefallen machen, Gerhard? Schau mal in die Kamera und sag mal, abonniert bitte German Television. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, der Sven, der macht hier einen super Job und er geht auch sehr ins Detail. Wenn ihr irgendwas wissen wollt über Technologie und Technik, schaut seinen Kanal, weil er geht wirklich auch auf die Details ein. Dann abonnieren bitte sagen. Bitte abonnieren. Dankeschön. Und du nochmal? Bitte abonniert German Television. So, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Heute ist der, ich muss mal gerade gucken, ich glaube der 28. Kann man auf die Uhr, der 27. Samstag, der erste große Besuchertag hier auf der Abenteuer Allrad, hätte ich fast gesagt, Ja, auf dem Caravansalon. Caravansalon 2022. Tschüss.